Ich war nie so der Outdoor-Typ. Ich war eher so wirklich der klassische 5-Sterne All-Inclusive-Urlauber. Also tatsächlich, und habe erst Ende 2016 das erste Mal auch überhaupt in einem Hostel geschlafen und so einen Backpacking-Urlaub gemacht. Also auch total neue Welten für mich entdeckt und total gefeiert, dass es sowas geht und dass man sowas machen kann. Und dann gibt es Gemeinschaftsküchen und man kann da Leute kennenlernen und voll crazy. Und man geht nicht einfach zum Buffet und isst viel zu viel und man hat danach Bauchschmerzen, so wie man es halt bei All-Inclusive macht. Ja. Und man erlebt was von den Städten und man sieht was und man ist in der Natur. Voll krass. Ich bin die Rebecca. Ich bin seit 1,5 Jahren mit diesem Fahrzeug und dem Dachzelt unterwegs. Ich lebe komplett Vollzeit im Auto und bereise damit Europa. Ich frühstücke in meinem Kofferraum quasi. Also hier habe ich alles, was ich zum Kochen brauche. Also das ist meine Küche inklusive Schuhschrank hier unten. Ich habe 2 Gaskocher, mit denen kann ich mir eigentlich alles zubereiten. Mit Töpfen habe ich hier so kleine Campingtöpfe. Die reichen mir eigentlich aus und eine kleine Pfanne. Und genau, hier ist mein Kühlschrank. Der ist zwar nicht gekühlt, außer wenn es draußen kalt ist, aber reicht mir eigentlich auch. Also dadurch, dass ich eigentlich meistens kein Fleisch einkaufe und meistens nur Gemüse, da braucht das nicht unbedingt großartig gekühlt werden. Dann geht man halt ein bisschen öfter einkaufen, dann passt das schon. Und im Hochsommer jetzt vielleicht nicht unbedingt Milch und Käse kaufen oder so. Aber ansonsten kann ich mir alles zubereiten, was ich möchte, von Tee bis hin zu Salat und Nudeln und Kartoffeln und was ich halt so gerne essen möchte. Eigentlich hat sich das nur so ergeben. Also ich war gerade auf dem ersten Nachtzelt-Nummern-Treffen, damals im September 2017 war das, glaube ich. Und da war ich in Deutschland, ich habe damals noch in Österreich gelebt, war eben auf dem Treffen und hatte gerade Homeoffice und habe dann einen Tag später einen Anruf bekommen, dass ich dann auch doch irgendwie meinen Job los bin. Ich habe das total gefeiert, ich wollte den Job kündigen, aber wollte noch das Jahr voll machen, damit es schön aussieht im Lebenslauf, weil ich eben erst im Januar da angefangen hatte. Und ich habe mich gefreut, ja, ich bin den Job los. Ich hatte noch 2 Monate, die ich dann nicht arbeiten musste, aber bezahlt wurde. Und dann habe ich überlegt, okay, fährst jetzt wieder nach Klagenfurt, wo ich damals gewohnt habe, um dir dann einen neuen Job zu suchen, ja, weil man braucht ja einen Job, so, um zu überleben, zumindest irgendwann. Und habe dann echt überlegt, fährst nach Klagenfurt und ich so, warum eigentlich? Nee, eigentlich musst du eigentlich nicht nach Hause fahren. Eigentlich kannst du auch, du hast einen Laptop dabei, du hast mobiles Internet. Eigentlich kannst du auch von unterwegs den neuen Job suchen. Wenn du mal was ausdrucken musst, dann gehst du halt irgendwie in den Copyshop. Ich hatte tatsächlich sogar einen Drucker noch dabei. Ich hätte sogar was ausdrucken können. Ja, und so hat sich das dann ergeben. Und dann habe ich dann festgestellt, dass ich gar nicht mehr nach Hause gefahren bin. Nur noch, als ich dann die Wohnung aufgelöst habe. Und seitdem bin ich jetzt eigentlich unterwegs. Also so offiziell seit November 2017 dann bin ich jetzt im Auto unterwegs und habe eigentlich nie wieder eine Wohnung vermisst. Also ich denke oft drüber nach, weil ich sehr oft gefragt werde, willst du nicht wieder eine Wohnung ziehen? Hast du mich ja vorhin auch gefragt. Aber also aus dem Grund denke ich öfter drüber nach, nicht weil ich was vermisse, aber komme immer wieder auf den Punkt, dass also eigentlich will ich nicht, brauche ich nicht. Und wenn ich es wollte, würde ich es einfach machen. Und mein Bad ist eigentlich draußen, aber ich kann dir mal zeigen, was mein Bad ist. Warte, komm mal mit. Also, mein Bad ist immer zugänglich hier. Das ist eigentlich mein Bad. Hier ist alles drin, was ich brauche. Und noch eine Bürste dazu. Aber sonst brauche ich nur noch Wasser dazu und schon habe ich ein Badezimmer. Ja, tatsächlich gehe ich meistens auf Autobahnraststätten duschen, wenn ich unterwegs bin. Ansonsten kann man auch draußen eben mal so ein bisschen Katzenwäsche machen oder so. Man muss tatsächlich, wenn man draußen lebt, auch nicht jeden Tag duschen unbedingt. Also es ist in Wohnungen oder in der Gesellschaft dann nochmal was ganz anderes, als wenn du viel draußen bist. Und sonst kann man auch auf Campingplätze gehen oder mal bei Freunden oder ja, so. Das sind so die meisten Duschgelegenheiten, die ich nutze. Ich weiß erst, dass es Dachzelte gibt seit April 2017, wo ich nach Norwegen reisen wollte und so ein bisschen gegoogelt habe. Und Hotels sind ja unbezahlbar in Norwegen eigentlich und selbst Hostels waren noch außerhalb von dem Budget, was ich gerne ausgeben wollte. Und dann habe ich gedacht, okay, gehst du zelten? Kannst ja mal zelten gehen. War noch nie zelten, aber mal gucken. Und dann habe ich überlegt, naja, kleine Rebecca alleine mit dem Zelt in Norwegen unterwegs, vielleicht auch nicht so schlau. Und dann bin ich eben auf Dachzelte gekommen, über ein Video von Thilo Vogel eben. Da dachte ich, geil, was willst du haben? Und bin dann nach Graz gefahren, wo der nächste Händler war, mir da Dachzelte angeguckt und habe dann direkt eins gekauft und habe jetzt dann so 3 Wochenende mal getestet und dann bin ich mal eben nach Norwegen gefahren für 3 Wochen. Ich habe auch noch ein Büro. Und zwar, mein Büro ist hier.
da arbeite ich quasi. Also ich reise ja nicht nur, ich arbeite ja auch unterwegs. So. Dann sitze ich dann meistens hier und habe meinen Laptop total unkonventionell auf meinen Schoß. Manchmal auch ein bisschen höher, stelle ich mir noch eine Kiste drunter, wenn ich ein bisschen aufrechter arbeiten möchte. Und hier kann ich dann alles machen, was ich so zu tun habe. Ich habe erst, als ich ins Auto gezogen bin, erst mal ein halbes Jahr fast eigentlich gar nichts verdient. Also ich war ja noch angestellt und hatte noch, ich hatte keine Abfindung, aber ich hatte noch ein paar Monate bezahlt. Also ich konnte erst mal ein bisschen reisen. Und danach bin ich bei den Dachzeltnomaden mit eingestiegen und habe da angefangen, immer mehr zu übernehmen von der Organisation des Festivals und auch so alles, was da so an Arbeit mit dran steckt, das sieht man ja von außen gar nicht so oft, also den Blog zu betreiben und Social Media zu machen und alles drum und dran. Und genau, jetzt seit Anfang 2018 bin ich eigentlich dann Vollzeit bei Dachzeltnomaden mit dabei. Ja, und darüber verdiene ich dann mein Geld quasi. Ich habe auch noch ein Ankleidezimmer. Und zwar ist das hier diese beiden Boxen quasi. Da ist alles drin, was ich so zum Anziehen habe. Da kann ich dann mir raussuchen, was ich möchte, von Hose, Unterwäsche, T-Shirt, Jacke, wie auch immer. Und tatsächlich für Jacken habe ich noch eine dritte Box. Also ich habe 3 von diesen kleinen Euro-Boxen. Das sind alle meine Klamotten, die ich so habe. Und genau, da kann ich mich dann bedienen für alle Jahreszeiten auch. Also in Deutschland geht es ja mittlerweile. Du kannst dein Auto anmelden. Du brauchst nur einen Empfangsbevollmächtigten. Also wenn ich jetzt in Deutschland keinen Wohnsitz habe und sagen würde, ey Katja, würdest du meine Post annehmen, kommst du mit mir einmal auf das Amt und unterschreibst dafür, dass du der Empfangsbevollmächtigte bist, dann geht das. Dann kann ich das Auto auf mich anmelden und du bist dann eben die Empfangsbevollmächtigte. In Österreich geht das leider nicht und da mein Auto in Österreich noch geleast ist, habe ich jetzt das Auto in Österreich über eine Freundin angemeldet. Die darf mir dann so alle Monat mal schreiben, du hast einen neuen Liebesbrief, wenn ich mal wieder geblitzt wurde. Oder irgendwelche anderen Zölle oder Tunnelgebühren oder so in Norwegen und Co. zu zahlen habe, aber ansonsten ist es quasi jetzt in Österreich angemeldet. Ja. Dann habe ich noch ein Schlafzimmer. Muss ich aber erst die Schuhe ausziehen, bevor ich da reingehe. So wie man das macht, wenn man ins Bett geht. Und dann muss ich ein bisschen klettern. Also normalerweise gibt es für die Dachzelte ja Leitern, aber ich habe keine Leiter dabei, weil ich es nicht möchte und auch nicht brauche. Ich kann da einfach so reinklettern und da kann mich nachts auch niemand besuchen kommen. Jedenfalls nicht so einfach. So, hier kann man jetzt gut schlafen. Also ich habe mal darüber nachgedacht, mir auch einen Schlafplatz im Auto zu machen. Aber habe ich einmal ausprobiert und auch nie wieder gemacht, weil es erstens nicht bequem war unbedingt. Also ich kann notfalls hier längs liegen, das geht. Wenn irgendwie jetzt zum Beispiel krasses Gewitter ist und nicht weiterzieht oder so, es würde schon gehen. Aber ansonsten schlafe ich eigentlich immer im Dachzelt. Also wie gesagt, einmal habe ich es jetzt im Auto versucht, das waren minus 17 Grad, glaube ich. Da habe ich mal geguckt, ob es drinnen geiler ist, war nicht geiler. Nächste Nacht bin ich wieder ins Dachzelt. Nee, aber ich bin tatsächlich immer im Zelt. Und wie hältst du dich warm? Ich habe grundsätzlich genug Decken. Also ich habe eine Kolte oder Wolldecke, dann eine normale Bettdecke und oben drüber noch so einen offenen Schlafsack, der so ein bisschen isoliert, sowohl die Feuchtigkeit, die sich bildet durch den Atem, als auch halt die Wärme hält. Damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Also so bis minus 10 Grad ist es angenehm. Ich mache so ab 0 Grad ungefähr eine Wärmflasche mir mal. Hier auch dann also auf dem Gaskocher mit Wasser und so. Ja, und wenn es kälter als minus 10 Grad ist, was ja jetzt nicht so oft der Fall ist in diesen Gefilden. Also ich war jetzt auch gerade am Nordkap im Winter, da waren es, ich glaube, 3-mal war es unter minus 10 Grad in der Nacht. Also auch nicht so crazy. Da kann ich dann tatsächlich auch heizen, wenn ich möchte. Also ich habe hier unten in meinem Keller habe ich noch so einen Schlauch, wo ich dann quasi von der Standheizung, die vorne beim Beifahrerraum rauskommt, ins Dachzelt legen kann. Also das geht ohne Probleme. Dann, wenn es draußen minus 10 sind, sind es drin dann ungefähr 0. Aber dann muss ich halt gucken, dass die Batterie reicht. Also dann muss ich schon gucken, dass ich tagsüber irgendwie lade, entweder fahre oder halt, ich kann auch mit Landstrom die Batterie laden. Ja, damit ich dann nachts eben genug Kapazitäten habe und nicht dann morgens nicht mehr wegkomme. Dann auch gleich der Morgensport mit dabei. Dann kann man die Heizung im Auto gleich anmachen, wenn es kalt ist oder so klamm wie jetzt. Und dann kann der Tag beginnen.
Hast du Standheizung? Ja, genau. Ich habe eine Dieselluftstandheizung hier eingebaut. Die kommt hier unten raus. Also das ist der Schlauch quasi. Es ist auch ziemlich schnell, ziemlich warm hier so in der Kabine. Also es ist tatsächlich für mich meistens zu warm schnell, dass ich dann, wenn ich hier vorne arbeiten bin, dann mittlerweile sogar auf den Rücksitz ausweiche, weil es mir hier vorne zu warm wird. Und man kann die Heizung halt nicht noch tiefer stellen. Also ich glaube, die hat 2 kW die Heizung, die ist schon für was Größeres dimensioniert und kleiner als Minimum kann man halt nicht. Aber ist schon echt richtig Gold wert. Also ohne die Heizung würde ich auch nicht im Herbst und Winter reisen wollen. Das ist schon echt. Es macht halt nicht nur warm, es macht auch trocken. Ja? Also wenn es jetzt gerade so klamm ist wie jetzt, da ist das schon richtig geil. Und wenn der Nutella zu hart ist, dann kannst du ihn halt drunter stellen. Und dann hast du auch gleich flüssiges Nutella. Ja. Ich schwöre ja auf diese Gasbrenner hier. Sind zwar ziemlich gacklig obendrauf, also wo man sich immer denkt, wie hält denn da der Topf am Ende? Aber die haben so eine richtig geile Flamme. Also du brauchst kein Feuerzeug zum Anmachen und es ist so eine punktuelle Flamme. Die geht also auch bei Wind und tatsächlich geht es auch noch bei minus 20 Grad. So einmal im Monat fällt mir das um im Kofferraum. Dann habe ich halt ein bisschen Wasser da drin, aber dann ist auch mal wieder sauber. Also man darf auch nicht vergessen, dass nicht immer alles so idyllisch ist, wie es in der heutigen Instagram-Welt so von Vanlife dann gezeigt wird. Also ich meine, man sieht es ja jetzt auch hier, es scheint nicht die Sonne, es ist irgendwie Ende April oder so und wir sitzen hier in Regenklamotten und es ist ein bisschen kalt, ja. Und außerdem liegt hier voll viel Müll rum und da vorne ist eine Straße. Und also ich meine, es ist nicht immer alles so geil, wie man es vielleicht sieht oder wie es einem gezeigt oder wie man es sehen möchte oder wie es auch gezeigt wird. Aber wenn man die Welt erleben möchte, dann soll man es doch tun. Also ich meine, im Dachzelt bist du ja schon angreifbar, wenn man das so sagen kann. Also du kannst ja nichts groß abschließen, ja. Ich meine, dafür kann auch kein Gas eingeleitet werden, was ja bei Vans und so manchmal das Problem ist. Nein, Quatsch. Aber also das wäre tatsächlich der einzige Grund, wo ich sage, so aus dem Sicherheitsaspekt her würde ich mir überlegen, dann doch in was Größeres umzuziehen. Aber da denke ich mir schon wieder mit meinem Auto, ich meine, ich habe jetzt keinen Jeep, ja, aber zumindest Allrad, mit meinem Auto komme ich ganz gut dahin, wo eigentlich keine Menschen sind. Und da, wo keine Menschen sind, mache ich mir auch eigentlich schon wieder weniger Gedanken als da, wo welche sind. Ja. Und von daher, also mit der Größe habe ich kein Problem. Ich habe teilweise sogar eher irgendwelche Kisten, wo ich sage, da könnte ich die Hälfte von ausräumen, aber ich kann es nicht ausräumen, weil sonst würde es klappern. Also ich brauche nicht mehr Platz. Ich bin so zufrieden. Ich kann auch im Regen hier stehen und kochen. Ich glaube tatsächlich, was ich in den letzten Jahren wirklich gelernt habe, durch das, was ich erlebt habe und durch die Jobwechsel, die ich hatte und das, was ich jetzt mache und den Job von unterwegs und auch unterwegs sein und so viel erleben, so viel sehen, ist es tatsächlich, dass es, glaube ich, immer anders kommt, als man denkt. Also ich glaube, man kann immer einen Plan haben und ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der gerne und viel plant und eigentlich immer einen strikten Plan hatte und hier höher, weiter, schneller, Karriere, Haus bauen und so weiter. Also habe ich alles schon hinter mir. Aber es kommt einfach immer anders. Und man sollte einfach diese Weichen sehen, die sich dann so auftun auf dem Weg und merken, da kann man jetzt entscheiden, in welche Richtung man geht und halt die Entscheidung treffen und dann dazu stehen. Und man kann auch immer noch mal zurückgehen, wenn es doof war, aber man kann dann auch einfach weitergehen, wenn man sagt, es war geil. Und ich glaube, das habe ich so mitgenommen in den letzten Jahren, dass es irgendwie ein Plan schon cool ist, so ein grober Plan, aber man die Feinheiten dann doch irgendwie so die Strippen noch selbst ziehen kann, immer welche Gabelung man quasi wählt. Ich mache mich jetzt so langsam auf den Weg zum Brombachsee, wo das Dachzeltfestival dieses Jahr stattfindet. Ist vom 16. bis 19. Mai, ist ja schon bald. Und genau, da geht es dann rund, also kann im Prinzip ja jeder vorbeikommen. Es wird dieses Jahr eine ziemlich große Veranstaltung, also wir erwarten 2.000 bis 3.000 Leute da schon. Das wird schon ein bisschen krass. Und wir haben total viele coole Helfer, die uns da helfen und die treffen sich auch schon ein bisschen vorher, schon mit Aufbauen und alles, also schon Anfang der Woche. Aber grundsätzlich kann jeder kommen, der
möchte. Also von also von Kind, wir haben auch mega viele Kinder da, bis zu älteren Leuten, die auch Lust haben, noch mit dem Dachzelt zu campen oder auch ohne Dachzelt. Also vorhin schon gesagt, Dachzeltnomade ist man ja dann, wenn man sich so fühlt. Also man kann auch gerne mit Wohnmobil kommen oder wie man möchte. Also. Und wir haben auch eine Vermietung, eine ganz große. Wir haben jetzt so über 50 Dachzelte in der Vermietung und sind gerade noch auf der Suche nach neuen Dachzelten, die noch mit in die Vermietung reingenommen werden können. Und wir bauen die auf in Bäumen und auf Flößen, die Dachzelte. Und dann kann man dann die mieten und drin schlafen. Das ist auch eine echt coole Aktion. Und die Einnahmen daraus gehen eben auch alle in den Spendentopf. Also da kommt auch was ganz Cooles für gemeinnützige Organisationen bei raus.